Enge Felsspalten und gewaltige Kammern. Unterirdische Seen und glitzernde Kristalle. Gefährliche Tiere und einzigartige archäologische Funde. Spektakuläre Filmkulissen und die perfekte Abkühlung an heißen Tagen. Komm mit auf meine Höhlentour im Harz. Die könnt ihr an einem langen Wochenende nachmachen und ich verspreche euch Orte voller Geheimnisse und Wunder. Ich tauche heute ab und mache mit euch eine Reise in die Unterwelt. Da hinten könnte eine sein, da drüben übrigens auch und hier unter mir ist auf jeden Fall eine. Der ganze Harz ist durchzogen mit Höhlen. Weit über 100 Stück gibt es hier und in ein paar davon können wir auch rein. Wir sind jetzt unten angekommen und den besten Job an heißen Tagen hat auf jeden Fall Lars. Da ist er. Der führt uns heute hier durch die Baumannshöhle zusammen mit Sabine und Ingeborg aus Ostsachsen und Eva Maria und Hartwig aus der Pfalz. Dann heiße ich Sie alle ganz herzlich willkommen in der Baumannshöhle und zwar so, wie es unter Tage üblich ist, mit den Worten Glück auf. Glück auf. Sehr schön. Sag mal, wir sind da jetzt durch einen ziemlich offiziellen Eingang reingekommen. Das war damals wahrscheinlich anders, als die entdeckt wurde. Wie war das? Genau, da kam jemand, der Herr Baumann, durch eine Felsspalte hier in die Höhle rein und war auf der Suche nach Erzen, hat aber diese wunderschöne Tropfsteinhöhle entdeckt. Und so muss das damals 1536 für Bergmann Baumann ausgesehen haben. Der Legende nach erkundete er mit einer Öllampe die Höhle, bis ein Tropfen von der Decke das Licht erlosch. Spooky. So wurde die Baumannshöhle zur ältesten Schauhöhle Deutschlands. Schon vor 350 Jahren gab es hier Führungen und jetzt stehen wir hier. Die Baumannshöhle ist vor allem für eines bekannt, ihre gewaltigen Tropfsteinformationen. Wow, schon großartig. Wir machen so ein kleines Ratespiel, haben wir gesagt. Das heißt, wir können mit Spotlights einzelne Tropfsteine anstrahlen und Sie können mal raten, was oder Ihre Fantasie freien Lauf lassen und schauen, was Sie so erkennen. Oh, das sind Drachen. Okay. Fischgräte? Ich finde, der sieht aus wie ein Fuß, so ein bisschen. Das nächste finde ich richtig gut. Das ist der schiefe Drachenfuß. Eine Orgel. Eine Orgel finde ich gut. Oh, ja, Orgel finde ich auch gut. Also das Gruppenvotum geht hier klar in Richtung Orgel. Vielleicht schaut ihr mal, was ihr seht und schreibt es mal in die Kommentare. Die Tropfsteine, die wachsen bei einem Durchmesser von 1 cm, 7 mm in 20 Jahren. Aber es muss dafür konstant tropfen. Das heißt, im so normalen Menschenleben 28 Millimeter. Millimeter, ja. Das wird öde, dazu zu schauen. Dieser Tropfstein ist der älteste hier und wächst schon seit rund 3000 Jahren zusammen. Übrigens, die von unten nach oben wachsen, nennt man Stalagmiten und die von der Decke hängen, sind die Stalaktiten. Also auch wenn es oben auf jeden Fall heftig warm ist, hier unten sind permanent 8, 9 Grad, was gerade ganz erfrischend ist, aber nehmt euch auf jeden Fall eine Jacke mit und ein paar feste Schuhe, weil ist auch ganz schön rutschig. Ein paar tausend Jahre bevor es in der Baumannshöhle die ersten Führungen gab, ging es hier übrigens richtig wild zu. Als die Skelette hier in der Höhle gefunden wurden, haben sie natürlich alle den Beinamen Höhlen bekommen, muss man dazu sagen. Das heißt, Höhlenlöwen, Höhlenhyänen und Höhlenwölfe hat man dann hier gefunden. War das ein Bär? Das hier vorne ist sogar noch ein Bär. Und zwar mächtige 3 Meter groß. Heute sind es eher die kleinen Tiere, die für Schockmomente sorgen. Das ist schon hart. Krass, wie fett die ist. Ich kann mal meinen Daumennagel daneben halten. Ui, die bewegt sich. Lars, was können die einem was tun? Nein, sie tun einem natürlich nichts. Die Höhlenspinnen, sie ernähren sich von Insekten, da wo wir den Flugverkehr haben. Und sie tun auch keinem Besucher was. Ich dachte, da fällt eine Spinne, aber das war ein Wassertropfen. Das mit den Spinnen hätte ich da nicht erzählen dürfen. Oh, da sind noch mehr. Na, wie hat es euch gefallen? Tropfsteinhöhle habe ich in Belgien schon mal gesehen. Die fand ich auch so, als Kind waren wir öfters da. Da fand ich ganz toll. Von daher habe ich mich hier drauf gefreut. Wir hätten gerne noch Fledermäuse gesehen, ja, aber wir möchten sie auch nicht stören. Nein, also wir hätten sie nicht aufgesteckt. Aber wir hätten uns gefreut, wenn nur zufällig eine wach gewesen wäre. Aber auch ohne Fledermäuse ist die Baumannshöhle filmkulissenwürdig. Hier unten wurde zum Beispiel Bibi und Tina gedreht oder ein paar Jährchen eher Spuk unterm Riesenrad. Und dann gibt's hier ja noch Deutschlands einzige unterirdische Naturbühne. Du bist so schön. Ich darf hier heute bei einer Probe vom Kleinen Prinzen dabei sein. Das ist nur eines von vielen Stücken, die hier aufgeführt werden.
Verwunderst du mich wirklich sehr, ja? Was heißt bewundern? Wird der voll der sein? Was geht hier rein an Menschen? 200, ich darf keine falsche Zahl nennen, 76 oder so, also auf jeden Fall knapp 300 Leute gehen hier rein, das sind viele. Es ist ein bisschen wetterabhängig oft, wie voll er wirklich wird. Es gibt Tage, da sind sie lieber im Freibad, die Menschen. Aber es ist auch immer wieder eine super Abkühlung, gerade an so Tagen wie heute, wo es so schweineheiß ist. Die 8 Grad in der Baumannshöhle sind aber nicht die einzige Möglichkeit, sich in Rübeland abzukühlen. Der Ort liegt im Harz, nicht weit von Wernigerode und Blankenburg. Wenn ihr die Straße und die Schienen kreuzt, kommt ihr nach ein paar Minuten an der Hermannshöhle an. Lars ist hier natürlich auch wieder mit am Start. Also einen Höhlenbären haben wir schon gesehen, zumindest wenn man ein Auge zudrückt. Und auch hier in der Hermannshöhle gibt es eine Tierart, die lebt sogar noch, ist aber super selten und vor allem super scheu. Sag mal, worauf muss man achten, wenn man jetzt sich langsam annähert? Wir versuchen, die Tiere, da sie so scheu sind, mit unseren Vibrationen vom Boden, von den Füßen nicht zu erschrecken und dadurch gehen wir etwas vorsichtiger. Also auch mit Wanderstiefeln ist perfektes Schuhwerk hier. Na dann mal los. Aber bis wir bei den geheimnisvollen Tieren sind, müssen wir da erstmal hinkrauchen. Also ab 1,60 heißt es auf jeden Fall Kopf einziehen. Ja. Zwischendurch gibt's auch noch was zum Raten. Seht ihr was? Auch hier mit viel Fantasie. Ein bärtiger Mann mit einer sehr spitzen Nase. Sehr gut. Kobold. Ja, nee, das passt. Und er hat noch ein Buch vorne in der Hand. So sieht es tatsächlich so ein bisschen aus, als ob er gerade lesen würde. Aber wir sind ja eigentlich auf Tiersuche. Und ein Exemplar hängt hier schon an der Wand. Süß, oder? Das ist ein Grottenolm. Hier in der Hermannshöhle leben die einzigen Exemplare in ganz Deutschland. Und es gibt sie nur äußerst selten zu sehen. Sag mal, da ist einer. Da ist er. Wie alt wird er sein? Dieser, der hier ist, den wir jetzt gerade sehen, der wird um die 80 Jahre sein. Das wurde von einem Forscher festgestellt, als man, wie gesagt, hier die Tiere untersucht hat. Und so ein Grottenolm, man dachte immer, dass er nur 70 Jahre alt werden kann, aber man geht mittlerweile davon aus, dass er über 100 Jahre alt werden kann. Aber sag mal, Menschenjahre oder Eumenjahre? Der ist ja mega alt. Menschenjahre, ja. Krass. Sie haben jetzt bewegt er sich und versteckt sich ein bisschen, er hat uns wahrgenommen. Das rote Licht soll die empfindlichen Tiere übrigens schützen. 7 Olme leben insgesamt hier und sie haben einen krassen Skill. Sie können mehrere Jahre ohne Nahrung auskommen. Trotz ihrer Augen sind sie blind, aber hier unten in der Höhle ist es ja meistens stockdunkel. Die Hermannshöhle wurde erst vor rund 150 Jahren bei Straßenarbeiten entdeckt. Seitdem wurde hier einiges für die Besichtigung ausgebaut. Sag mal, wenn man das hier so sieht, wir stehen hier in so einem Schacht drin. Früher hätte man krauchen müssen, ne? Das ging bestimmt bis hier? Genau, das ging bis hier. Das heißt, wir wären hier ganz schmal, hätten uns durchgequetscht durch diese Kristallkammer. Ja, heute können wir zum Glück laufen, durch beide Höhlen übrigens. Einen Tag 2 Höhlen gesehen und beide so unterschiedlich und krass. Habt ihr noch Tipps für Höhlen in Deutschland? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Für beide Höhlen solltet ihr jeweils etwa 1 Stunde einplanen. Das Erlebnis in der Hermannshöhle ohne Führung kostet 8 € für Erwachsene, Kinder zahlen 5,50 €. Die Preise drüben in der Baumannshöhle sind ähnlich. Wenn Sie nach oben schauen, können Sie hoch über sich das Geländer des Führungsweges erkennen. Bei einem Blick über das Geländer auf der rechten Seite, unterhalb des Metallsteges, entdecken Sie das weiße Gewand. Ja, wer nicht wie ich das große Glück hat und Lars dabei hat als Führer, der kann sich auch hier für 1 € so eine Karte kaufen, hat alle möglichen Audioguides auf dem Handy, sollte den allerdings oben scannen, weil mit dem Netz ist es hier unten ziemlich mau. Fast alle Höhlen haben irgendwann mal in Zukunft das Schicksal, dass sie nach oben hin zusammenfallen. Ja. Das ist so das ultimative Schicksal für jede Höhle, ne? Irgendwann in der Zukunft, weit, weit voraus. Und daher ist es Aber ganz wir könnten jetzt hier auch von 15.000 Jahren reden. Genau, sowas. Ne? Also es ist nicht in 2 Wochen, sondern tausende Jahre entfernt. Also wenn ihr diesen Film seht, es wird noch alles stehen, glaube ich. Kleine Frischluftpause, bevor es in die nächsten Höhlen geht. Aus den Tiefen der Tropfsteinhöhlen komme ich jetzt ganz hoch hinaus. Auf einen der schönsten Aussichtspunkte hier, das ist der Hohe Kleef, hoch über dem Bodetal. Einen Stempel der Harzer Wandernadel findet ihr da auch und von hier aus führen viele Wanderwege in den ganzen Harz.
Und direkt unten im Tal gibt's die nächste Erfrischung in einem der Freibäder in der Region. Und hier in Rübeland kann man sich nicht nur in den Höhen abkühlen, sondern yes, auch hier. Im Erlebnisbad Bodeperle nämlich. Das ist von Mai bis September täglich geöffnet. Kinder bis 17 zahlen 3 Euro, Erwachsene 4,50 Euro. Und wem nach der Höhle noch kühl ist, kann hier auch eine Sauna oder eine Grillhütte mieten. Und wenn ihr früh genug kommt, habt ihr das Freibad ganz für euch alleine. Das nächste Abenteuer auf meinem langen Höhlenwochenende erwartet mich hier. Nur eine knappe halbe Stunde fahrt ihr von Rübeland nach Langenstein, südlich von Halberstadt. Hier möchte ich mir Deutschlands einzige Höhlenstraße ansehen, sozusagen ein Dorf im Fels. Das ist Helmut. Der wohnt hier nicht, aber kümmert sich zusammen mit dem Höhlenverein um diese skurrilen Höhlenwohnungen, die vor rund 170 Jahren entstanden sind. Ich sehe, wir kommen hier ins Wohnzimmer. Ja, es gibt in jeder Wohnung das, was für eine Wohnung üblich ist. Eine Stube, einen Erwachsenenschlafraum, einen Kinderschlafraum und eine Kochmöglichkeit. Aber hier ist quasi noch alles original, außer ich schätze die Kunststoffäpfel. Nein, von 1855, als diese Geschichte passiert ist ja kaum noch etwas original. Ne? Es ist das, was hier an Mobiliar drinsteht, ist so um 1900. Oha, das ist auf jeden Fall, es federt mehr als heute. Ja. Wo geht's weiter? Schlafraum für die Eltern, Schlafraum für die Kinder. Ich gehe mal vor. Wo Höhle draufsteht, ist auch Höhle drin. Zumindest ist es hier genauso kalt wie in den Tropfsteinhöhlen. Mit 8 Grad die perfekte Sommerfrische. Es sind 34 Quadratmeter, die wir hier zur Verfügung haben. Die haben auf einem Lattenrost gelegen und einem Strohsack. Sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder. Das ist Nachttopf oder gab es doch, weil Toilette hast du noch nicht erwähnt? Du hast da. Ha. Unterm Bett, wie sich das gehört. Der sieht noch unbenutzt aus. Und sag mal, Familien waren ja naturgemäß auch ein bisschen größer damals. Ja, im Durchschnitt haben auf diesen 34 Quadratmetern 6 Kinder und 2 Erwachsene gelebt. Aber warte mal, trotzdem 6 Kinder? Ich zähle 1, 2, 3 Betten in dem Fall. Ja, wenn man die auf dem Lattenrost legt. Und noch 2 quer, meinst du? Ja, dann passt das. Aber auch so, es ging ja bis in die 50er Jahre, war das ja auch noch üblich, dass in so einem Bett 2 Geschwister geschlafen haben. Na? Nehmen wir da 2, Nummer 5 da und das Frischeste bei Mama und Papa. In der Küche sieht es so aus wie vor über 150 Jahren. Sogar der Ruß im Schornstein ist noch da und viele Originale aus der Höhlenküche. Ich mache dir keine Rückenmassage, sondern... Nein, es ist ein Küchenutensil. Könnte so eine Quirl-ähnliche Wirkung haben? Das ist eine Quirl-ähnliche Wirkung, das ist nämlich ein Quirl. Das heißt, ich spare mir den Mixer und mache hiermit meine... Ja, als in der Küche, na, so. Und wenn man so Survival macht, braucht man ja auch Feuer, ne? Ja. Dann kann man das Teil auch nehmen. Die kultigen Felsenwohnungen waren natürlich auch schon Filmkulisse. Wolke Hegenbart drehte hier für den ARD-Krimi Alles Klarer. Es mutet ein bisschen nach Hobbit-Wohnung an. Ja, Herr der Ringe und so weiter. Ich sage immer, es hat einen Charme. Aber bei den Hobbits gibt es eirige Türen und wir haben eckige Türen. Ne? Das ist der ganze Unterschied zwischen den Hobbits und zwischen unseren Wohnungen. Und wir sind in Sachsen-Anhalt und nicht in Neuseeland. Aber es hat einen ähnlichen Charme. Ja, der Charme ist da, na klar. Der letzte Bewohner zog 1916 aus. Danach waren es Lagerräume und seit 1990 kümmert sich der Verein um den Erhalt der Langensteiner Höhlenwohnungen. Die sind übrigens täglich geöffnet und so eine Führung wie meine heute gibt's auf Anfrage. Eintritt kostet der ganze Spaß hier übrigens nichts, aber der Verein von Helmut freut sich natürlich über eine kleine Spende. Ha! Was übrigens auch nichts kostet, ist, wenn ihr unter dem Video einfach mal auf Abonnieren klickt, dann kriegt ihr auch all die anderen Reisevideos von uns direkt in die Timeline gespült. Aber eine Höhle kommt's ja noch. Wenn ihr wie ich auf dem Weg dahin eine Übernachtung einlegen wollt, nicht weit entfernt in Schirke gibt's Unterkünfte in allen Preislagen. Von komfortablen Blockhütten bis zur Familienjugendherberge. Ich fahre aber noch eine Dreiviertelstunde weiter in Richtung Bad Lauterberg in Niedersachsen. Aber bei so einem Wetter wie heute, da penne ich lieber draußen. Eine Nacht im Zelt gibt's hier im Campingpark am Wiesenbecker Teich ab 25,90 Euro. Ihr könnt natürlich auch mit Wohnmobil oder Wohnwagen herkommen. Und wer noch ein bisschen Action will, eine Wasserski-Tageskarte bekommt ihr ab 35 Euro. Hier könnt ihr auch als Anfänger starten. Tja, war auch mein erstes Mal.
Etwa 10 Autominuten vom Campingplatz entfernt liegt dann auch schon die letzte Unterwelt meiner Reise, die Einhornhöhle. Ha, da ist es. Und schon am Eingang zeigt sich, das hier hat richtig was von Filmkulisse. Also das Einhorn oben haben wir schon gesehen und ich habe gehört, hier unten wartet jemand auf mich, der sich ein bisschen mit der Legende darum auskennt, aber auch mit der ganzen Geologie. Das ist nämlich, ich sehe wen. Ralf, ein Geologe. Tachchen. Hallo. Glück auf in der Einhornhöhle. Glück auf. Dich. Hallo. Willkommen. Ja, wow. Ganz anders. Ich sehe, ihr habt keine Tropfsteinhöhle, aber es tropft trotzdem ein bisschen von der Decke. Wir haben Tropfsteine hier, Tausende, Abertausende, aber es sind nur noch die kleinen übrig geblieben. Warum wir keine großen Tropfsteine mehr haben, das Geheimnis lüfte ich nachher. Wenn wir uns umschauen, haben wir überall in der gesamten Höhle Inschriften. Das ist eine Besonderheit bei uns. Früher hieß es immer, das ist Graffiti. Die älteste, die wir bislang gefunden haben, ist in lateinischer Sprache. Ein Rechtsanwalt, Notar aus Aschersleben, der geschrieben hat, er hat hier kein Gold und Silber gefunden in dieser Höhle. Von 1420. Wenn der gewusst hätte, dass das so lange hier steht, hätte er sich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Mühe gegeben. Ralf, jetzt wird es richtig mystisch. Ja. Ich höre ein leichtes Vibrieren, ein leichtes... Wir sind etwas leise. Wir sind etwas leise. Und gehen mal vor. Oh, was passiert hier? Das ist meine Frau, Andrea, die hat hier in der Höhle große Gongs aufgebaut. Dann lass uns mal lauschen vielleicht. Ja. Andrea, nimm uns mal mit in die Welt der... Eine Klangschale ist es nicht, aber es ist ein Gong, habe ich gehört. Gerne, Daniel. Das sind tatsächlich Gongs. Und welcher Ort bietet sich mehr an, Klang und Stille zu erleben, als hier die Höhle? Also ich hatte das Gefühl, dass es so fast eine Leere im Kopf war, die halt sonst nie da ist, weil ich ja dann nichts gedacht habe, außer diesem Klang nachzuspüren und zu hören. Genau dafür sind die Momente des Klangs auch da, weil die uns einfach die Gedanken einfach wegtragen. Ne? Sag mal, darf ich da mal spielen oder hat das einen heiligen Charakter? Ja, du darfst spielen. Ich taste mich mal ran. Taste dich einfach dran. Wer Andrea und ihre Gongs hier unten erleben möchte, fragt einfach in der Einhornhöhle nach dem Veranstaltungskalender. Weiter geht meine Führung mit Ralf. Anders als in der Baumanns- oder Hermannshöhle laufen wir hier nicht auf Fels, sondern auf Lehmboden. Hätten wir beide uns vor 500.000 Jahren hier getroffen, würden wir 10 Meter tiefer stehen. Hätten wir uns vor 1 Million Jahren getroffen, würden wir 20 Meter tiefer stehen. Und wir laufen oben im Dachboden dieser Höhle. Und das ist alles Eiszeit unter unseren Füßen. Während der Eiszeit sind diese ganzen Lehme in die Höhle hineingekommen. Ralf forscht hier seit 40 Jahren in der Höhle und kennt auch die Geheimnisse rund um diesen Einhornknochen. Sie waren sehr, sehr teuer, aufgewogen gegen Gold und Silber im Mittelalter. Wozu brauchte man Einhorn? Ist irgendeine Idee? Seltene Krankheiten zu heilen und... Ich hätte ja die Frage anders betonen müssen. Wozu brauchte man das Einhorn? Maximal starke Potenzmittel? Da kennt sich einer gut aus. Was machte man? Alle großen Tropfsteine wurden auch mitgenommen. Und so ein schneeweißer Tropfstein, 1 Meter lang oder 1,5 Meter lang, der wurde als Horn verkauft. Das ist dieses krasse Ding an dieser Höhle hier. Es gibt keine großen Tropfsteine mehr, alle zu Pulver zermahlen. So einfach ist das. Und um den Einhornmythos endgültig zu begraben, die Knochen waren eigentlich von diesen beiden hier. Ihr kennt sie schon, Höhlenlöwe und Höhlenbär. Verkaufte sich nur schlechter als Einhorn. Und dann kommen wir zum Highlight der Einhornhöhle. Die blaue Grotte mit dem Fenster zur Oberwelt. Das mutet ja schon ein bisschen nach Filmkulisse an und ich habe das Gefühl, das könnte man schon mal irgendwo gesehen haben. Was wurde denn hier so gedreht? Zum Beispiel von Mark Twain, die Neuverfilmung von Tom Sawyer. Netflix hat bei uns gedreht. Dark hat uns auch viele Gäste aus dem Ausland gebracht. Selbst Amerikaner waren hier, die extra hierher gekommen sind und dann unbedingt den Felsen anfassen mussten. Sie waren dann auch hier. Das ist dann Filmtourismus.
Und das Schöne ist, die ganze Einhornhöhle könnt ihr komplett barrierefrei bereisen, mit Rollstuhl, mit Rollator, mit Kinderwagen. Und was ihr sonst noch alles barrierefrei bereisen könnt in Sachsen-Anhalt, hat mein Kollege Tan getestet. Schaut euch gerne noch den Film an. Ich danke, dass ihr diesmal dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.